Hallo zusammen, heute wollen wir euch einmal ein wenig mehr über unsere Dachplattform erzählen und den unzähligen Fähigkeiten und Möglichkeiten, was die Dachplattform in Kombination mit den Airline-Schienen so mit sich bringt. Wir werden euch die allerneuesten Produkte vorstellen aus dem Hause Black Sheep und euch erklären, warum wir die Dachplattform so konstruieren, wie wir sie konstruieren und hiermit einfach sehr gut gefahren sind. Bei der Herstellung unserer Dachplattform sind wir schon bei vorhergehenden Fahrzeugen immer sehr gut gefahren mit einem bewährten Airline-Schienenprofil, was aus dem Flugzeugbau, Flugzeug- und Fahrzeugbau kommt, zertifiziert ist und so auch unsere Anforderungen auf ein hochwertiges Premium-Produkt erfüllt. Die Aufbauhöhe von gerade mal 30 mm ist unschlagbar und somit für die Anwendung bei einem so hohen Fahrzeug wie dem Ineos natürlich die perfekte Geschichte, wenn wir wollen, dass das Fahrzeug auch noch in die Tiefgarage passt oder in eine Garage. Somit können wir mit Stolz auch sagen, dass wir mit 30 mm Bauhöhe ab Oberkant von der Kunststoffleiste den tiefstbauendsten Dachträger für den Ineos Grenadier anbieten können. Bei der Umsetzung dieses Dachträgers hatten wir eine Eigenheit von dem Fahrzeug berücksichtigt, was uns von Anfang an fasziniert hat. Und zwar waren das diese Grab Rails, die ursprünglich auch für das Verzurren von Ladung gedacht waren. Das war ein Teil, was beim Ineos vom ersten Tag an mit eingeplant war, ursprünglich dazu gedacht, dass die Ladung direkt auf dem Dach verweilt und das Ganze über diese Grab Rails verzurrt wird. Dementsprechend ist das Ganze extremst stabil gebaut. Dies haben in der Zwischenzeit natürlich auch andere Hersteller festgestellt und verwenden immer mehr diese Grab Rails oder Teile davon zur Montage von Dachträgern. Auch wir haben so mal angefangen, waren der Meinung, es sei eine gute Idee, unsere Geschichte einfach an den oberen Schrauben zu befestigen. Haben wir hier mit dem einen Blech, können wir mal zeigen, warum wir selber nicht so eine gute Erfahrung damit gemacht haben. Hier haben wir ein Edelstahlblech, 2 mm Edelstahl, ein massives Teil, was wir sonst eigentlich immer sehr, sehr gerne verwenden. Aber hier in diesem Fall kam es für uns einfach nicht in Frage. Selbst wenn das Blech dick ausfallen würde, haben wir das Problem, dass wir einfach viel zu viel Spiel drin haben, insbesondere von seitlichen Bewegungen, wo es gerade im Gelände ist. Man hat ein schweres Dachzelt oben drauf, 100 Kilo, das bewegt sich seitlich. Das sind Mikrobewegungen, die wir hier drin haben, was einfach dazu führt, dass das Material äußerst fest belastet wird. In der Praxis sieht dann das so aus, insbesondere bei diesem Bauteil. Durch das, dass die Schraube so nah an dieser Kante ist, haben wir einfach zu wenig Material rundherum um das Loch, wo der Schraubenkopf auch gut festhalten kann. Wir haben einerseits ein Dichtigkeitsproblem, weil hier eine Dichtfläche fehlt, und andererseits haben wir hier einfach viel zu wenig Material rundherum, was die ganzen Kräfte abfangen könnte. Wir sehen das Ganze nicht so positiv und sagen, okay, für uns entfällt diese Lösung komplett. Das hat schlussendlich dazu geführt, dass wir nach einer anderen Lösung gesucht haben und dann auf unsere inzwischen doch auch bekannten Grundfüße gekommen sind, die hier um das Rohr herumfasst, links und rechts von dem Grundträger eingeschlauft wird. Das Ganze wird runtergeklappt, hier verschraubt, hier verschraubt. Somit werden diese Kräfte hier sauber auf den ganzen Fuß, auf die ganze Fläche von dem Fuß abgefangen. Durch das haben wir eine wesentlich größere Wirkfläche, wo die ganzen Kräfte, insbesondere auch die seitlichen Kräfte, die wir hier haben, abgefangen werden. Durch die Konstruktion von unserem Fuß und in Kombination mit der Dachplattform haben wir auch diese Kräfte seitlich komplett eliminiert. Und was bei anderen Variationen leider so nicht der Fall ist. Und wir können ohne Probleme bis ans Limit gehen, 100, 150 Kilo kriegen wir problemlos hin. Auch hier wiederum mit der 4-, 5-fachen Sicherheit, wie wir unsere Produkte jeweils produzieren und entwickeln. Gerne kann ich euch jetzt mal ein paar Details zeigen, was die Airline-Schiene so mit sich bringt, was wir für Zubehör anbieten können
Jeder, der seinen Ineos einen eigen nennt, der kennt sicher dieses Teil. Das ist ein sogenannter Fitting, den wir hier in unseren Airline-Schienen immer wieder finden. Nicht nur an den Türen, sondern auch hier an den Seiten, den wir hier in unzähligen Variationen in einem Raster von 25 mm anwenden können. Im Innenbereich natürlich findet er sich wieder, dann ist es natürlich für uns war es ganz klar, dass wir etwas bauen, was auf dem System aufbaut. Nicht nur, dass wir die Möglichkeit haben, die Airline-Schiene hier mit einem Schnellverschluss zu fixieren und somit unseren Seitenmollegittern ermöglichen, hochzugehen, die ganze Geschichte zu reinigen, sondern auch hier oben an der Dachplattform selber, im Außenbereich an der Stirnkante, Airline-Schienen, wo wir diverse Halterungen montieren können, sei das für Licht, sei das für Markisen und so weiter. Das Ganze sehen wir hier auf der Platte, haben wir das mal aufgebaut. Sieht, dass wir hier längs die Airline-Schienen nach oben verbauen und stirnseitig hier die Fittinge von der Seite her montieren. Nicht nur haben wir dieses Teil für die Airline-Schienen, selbstverständlich gibt es da ganz andere Geschichten. Es gibt wesentlich schwerere Ausführungen, die wir vor allem im Industriebereich verwenden. Die sind doppelt so stabil wie dieses Teil, hat aber den Nachteil, dass es sehr stark scheuert und auch wiederum ziemliche Lärmgeräusche verursacht. Also dieses Teil kommt wirklich nur sehr selten zum Zug. Dann gibt es diese sogenannten Fittinge mit dem Gewinde dran, diese Gewindebolzen, das gibt es auch mit einem Innengewinde, das ist ein bisschen weniger verbreitet. Die Bolzen sind eigentlich unsere Lieblinge, insbesondere die kürzeste Version, die sieht man bei uns in tausendfacher Ausführung, weil sämtliche maßgefertigten Brackets, die wir herstellen, basieren eigentlich auf diesem System. Alles, was es von uns gibt an Brackets, an zusätzlichen Befestigungsmitteln, die wir auch auf Kundenwunsch individuell fertigen können, basieren auf diesem Raster. Wie schon bereits erwähnt, haben wir hier ein 25 mm Raster. Wir haben dann bei den allermeisten Teilen einen Schlitz, der länger als 25 mm ist. Somit können wir stufenlos das ganze Teil verschieben, wie wir es dann auch gerade benötigen. Was wir hier sehen, diese Brackets hier, eine bekannte Problemstellung ist, dass wie befestige ich ein Dachzelt auf unserer Dachplattform. Wir haben ja bereits speziellen Träger nur für Dachzelte, auf das kommen wir dann später noch zu reden. Jetzt haben wir aber noch die Möglichkeit, dass wir ein Dachzelt auf einer Plattform befestigen für die Kunden, die das nur kurzzeitig montieren wollen oder das Ganze mit einem Quick-Release-System wieder mal runter und wieder mal raufnehmen wollen. Dazu haben wir einerseits diese Brackets hier, die Klassiker, die überlappend sind. Das sieht dann folgendermaßen aus. Eine Stange, wie man sie kennt, so wird sie bei 99% der Dachzelte ist diese so ein Profil unten drin. Wir gehen dann hin und befestigen das Dachzelt wirklich sehr tief bauend auf unsere Dachplattform. Und bei einer Zweierkombination können wir überlappend mit der ganzen Geschichte arbeiten. Bei einer Dreierkombination geht das genauso gut, weil das Dachzelt jeweils länger ist als 3 Elemente nebeneinander. Das heißt, wir haben im hintersten Element ein solches Bracket und beim vordersten ein solches Bracket, insgesamt 4 Stück, die wir verbauen, die dann jeweils mit 2 Achterschrauben befestigt werden. Das Ganze ist bombenfest und hält ohne weiteres. Ein riesen Handicap an unserer tiefen Bauweise, unserer Dachplattform ist das, dass wir nicht mehr um die Safari-Fenster herumkommen. Also haben wir auch hier ein weiteres Bracket entwickelt, was eine 6 cm Erhöhung mit sich bringt und so auch ein größeres Dachzelt so weit anhebt, dass man die Safari-Fenster vorne noch normal betätigen kann und auch zum Lüften öffnen kann. Auch hier wieder genau das gleiche System. Von unten werden die Schrauben eingeschoben und dann hier eingefädelt. Natürlich wären wir nicht Black Sheep, wenn wir natürlich auch diese Brackets wiederum zweckentfremden, wie wir es ja schon hier gesehen haben. Hier erkennt man dasselbe Bracket wieder. In den allermeisten Fällen kommen die Teile logischerweise dann in schwarz.
zu uns in den Shop. Hier wiederum das Ganze mit 2 Achterschrauben extremst massiv gebaut. Für leichte Markisen geeignet, für Lampen, für 360-Kameras und so weiter eignet sich diese Halterung perfekt. Logischerweise lässt sich die dann auch kombinieren mit anderen Brackets, wie es dann einem immer so gefällt. Wir haben jetzt hier auf dem Fahrzeug eine Plattform verbaut. Wir haben hier drüben einen Querträger für Dachzelte verbaut. Man sieht auf den ersten Blick noch nicht viel. Man sieht aber, dass wir auch hier bei beiden die Airline-Schiene stirnseitig verwendet haben. Somit lassen sich beide Dachträgersysteme miteinander problemlos kombinieren. Je nach Anwendung mit wenig Zubehör oder mit wenigen Handgriffen den jeweiligen Anforderungen anpassen. Wie bereits erwähnt, haben wir einen Dachträger, der ja speziell für Dachzelte gemacht ist. Der ist wesentlich leichter gebaut. Den haben wir, das ganze Riffel haben wir weggelassen. Es ist eine reine Rahmenkonstruktion und die Befestigung der Dachzelte hat bis anhin mit solchen Profilen stattgefunden. Die werden hier in dieser Schiene eingeführt. Auch hier wiederum verstellbar. Auch hier wiederum in Kombination mit dieser Aufdopplung. Das ganze Zelt kommt höher und kann somit über die Safari-Fenster montiert werden. Nun haben wir uns natürlich gedacht, wie man schon sieht, das Ding kann mehr. Das Ding ist nicht nur leicht, es ist nicht nur unglaublich tief gebaut, sondern es kann noch viel mehr. Black Sheep Australien hatte die geniale Idee, hier Solarpanels mit einzubeziehen. Und somit ist hier wiederum ein neues Produkt entstanden, basierend auf unserem leichten Dachträger. Somit können wir hier Panels von einer Breite von 55 cm problemlos in unsere ganze Konstruktion integrieren. Das Ganze sehr einfach demontierbar und auch hier wiederum eine sehr flache Bauweise. Selbstverständlich ist auch hier eine Montage von einer normalen Dachbox oder von einem Fahrradträger und so weiter durch die standardisierten Nuten überhaupt kein Problem. Auch hier sind wir in der Lage, problemlos irgendwelche Sonderanfertigungen zu gestalten. Bei der normalen Dachplattform hat sich auch einiges getan und da werde ich euch jetzt mal zeigen, was wir hier noch haben. Immer wieder werden wir gefragt, wie wir jetzt dann Sandbleche, Taschen, Kisten und so weiter auf unserer Dachplattform montieren. Wir haben euch hier mal ein kurzes Beispiel mal gezeigt, wie das ausschaut mit einem Softbag, mit einer Kiste. Und auch mit anderen Artikeln. Sieht man auch hier wieder das Ganze wiederum mit Fittingen montiert, wie bereits erwähnt. Das Ganze ist verschraubt, wiederum der gleiche Raster, alles verschiebbar. Die Basis bietet einerseits eine Unterkonstruktion wiederum aus Edelstahl, die hier und hier in den seitlichen Schienen befestigt wird, wie gesagt verstellbar. Gleichzeitig haben wir hier Schlitze, die uns ermöglichen, Schrauben zu integrieren und zum Beispiel eine Kiste, wenn die auf dem Fahrzeug verbleiben soll und sicher montiert sein soll, zum Beispiel die Kiste durchgehend zu verschrauben und so, dass die auf dem Fahrzeug verbleibt. Selbstverständlich können wir aber auch hingehen, andere bestehende Systeme von anderen Herstellern verwenden und sowas wie jetzt dieses System problemlos auf unseren Grundträgern montieren. Auch hier wieder alles geschraubt, alles verstellbar. Es sind keine Grenzen gesetzt. Der Kunde ist komplett unabhängig vom Hersteller, vom Fabrikant und kann auch, wenn er mit einem Produkt nicht zufrieden sein soll, jederzeit auf ein anderes Produkt verwenden. Wir zwingen niemanden, all die Produkte bei uns zu kaufen, sondern wir bieten Lösungen, um dem Kunden ein bestmögliches Resultat zu gewährleisten. Da gehen Maxtrax Grundplatten drauf, wo man dann auch die Maxtrax Boards, die Sandbleche montieren kann. Hier auch Reserveräder drauf zu montieren, Fahrräder oder auch Dachboxen aller Art. Durch diese Schlitze haben wir halt die Möglichkeit, in allen Richtungen jeden Millimeter abzudecken und somit ein unglaublich flexibles Produkt anbieten zu können, jeweils bei allerkleinster Bauhöhe. Somit decken wir viel ab, bleiben aber auch stetig dran, immer wieder was Neues zu entwickeln und wir hören auf die Kunden. Die Kunden können gerne anfragen, wenn sie eine Sonderlösung brauchen. Bei der Montage von Softbags haben wir hier was entwickelt, basierend auf einem Edelstahlträger aus 3 mm Edelstahl.
Der sieht folgendermaßen aus, dass der auch hier wieder einen Raster hat, sehr massiv gebaut. Man kann auch hier hohe Lasten, schwere Taschen damit verzurren. Man kann das Ganze über mehrere Plattformen weiterziehen, weil der Grundträger immer so breit ist wie ein Element. Auch hier sieht man wieder, man kann hier diverse Ergänzungen machen, jede Größe von Tasche. Auch hier können logischerweise Kisten dazwischen verzurrt werden, wenn das jemandem lieber ist, das Ganze mit Gurte zu montieren. Verschiedenen Halterungen, Brackets, Montagematerial für Kameras, 360 Cams, Taschen, Boxen, Fahrräder und so weiter, können wir beweisen, dass eine Airline-Schiene nicht nur aus einem Fitting besteht, sondern dass wir tausende von Möglichkeiten haben. Leider können wir nicht damit werben, dass wir 500 Artikel im Zubehör haben. Das wäre schlichtweg gelogen, weil es ein tausendfaches darstellt, weil die Airline-Schiene schlussendlich einfach eine unendliche Anzahl von Möglichkeiten zulässt. Und somit sind wir ganz klar der Meinung, dass das die einzige Lösung ist, was Zukunft hat. So, dann hoffe ich, dass ich euch einen kleinen Einblick in die ganze Geschichte unserer Dachplattform und die Airline-Schienen geben konnte und dass ihr feststellen konnten, dass ein Ineos ohne diese Fittinge nur ein halber Ineos ist, geschweige denn ohne unsere Dachplattform gar nichts geht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.